wenn Redaktionen erfolgreich sind, dann herrscht Harmonie und Freude. Es gibt sogar ein Sommerfest und ein Winterfest. Es gibt Lob, es gibt Anerkennung. Und wenn man mal 200 € mehr verdienen will, dann wird es auch genehmigt. Wenn aber eine Redaktion in eine schwierigere Lage kommt, weil es nicht sicher ist, ob der Sendeplatz erhalten bleiben kann oder vielleicht auch die Reichweite nicht stimmt oder der Deckungsbeitrag nicht und man überlegt, ob man vielleicht sogar Mitarbeiter abbauen kann, dann findet plötzlich etwas ganz anderes statt. Es herrscht Druck, Angst, man konzentriert sich nicht mehr auf die Leistung, man vermeidet Entwicklungen, man hat keine originellen Ideen mehr, man könnte mit scheitern. Man schaltet auf ein Automatic State. Und dann wird das Redaktionscoaching extrem wichtig. Weil da ist ein ruhender Pol von außen, der die Talente sieht, der den Kunden draußen sieht, den Zuschauer, der aber auch die Mitarbeiter sieht, aber auch die Führungsstruktur und der allen zuhört und miteinander wieder ein anderes Gelingen möglich macht. Ja? Also man versucht, das wieder ins Blühen zu bringen. Und das tut in der Regel der Sendung total gut. Das spürt man der Sendung sofort wieder an, wenn die Haltung sich ändert. Das tut der Führung gut, weil sie ihre Mitarbeiter wieder anders erlebt. Es tut den Mitarbeitern gut, weil sie ihre Führungskräfte wieder anders erleben. Das heißt, der Tanz wird anders getanzt und dann ist die Chance wiederum für gesundes Wachsen und für eine Stabilisierung wieder gegeben. Und das ist enorm wichtig, weil wir haben in Deutschland Hunderte, wenn nicht sogar Tausende solcher Redaktionen, die genau dieses Thema jeden Tag haben. Eine Redaktion pflegt in der Regel eine Marke, hat eine regelmäßige Sendung oder eine regelmäßige Erscheinung. Und da geht es immer darum, sozusagen die Marke zu polieren, zu schauen, wie kann ich die Wirkung dieser Marke optimieren. Und dazu gehört halt eben wirklich genau hinschauen, wie ist der Aufbau der Sendung, wie ist die Verweildauer, wie werden die Inhalte transportiert, wer organisiert die, wer schreibt die, wer recherchiert die. Also ich versuche sozusagen in diesem kleinen System die Arbeit des Teams von 4 Leuten oder von 60 Leuten so zu optimieren, dass alle nachher wieder viel mehr Anteil am Gelingen haben und sich auch wieder viel mehr in dieser Sendung drin sehen und auch merken, wow, ich erreiche wieder viel mehr Menschen da draußen, weil ich wieder engagierter bin, weil ich auch mit der Sendung mitwachsen kann. Das heißt, Sie können sogar Ihre eigene Heldenreise wiederum mit der Sendungsentwicklung verknüpfen. Also Redaktionscoaching ist ein sehr sensibles System sozusagen wieder kraftvoll zu stärken. Kreativität meint eigentlich ja Fruchtbarkeit. Und tief in jedem Menschen steckt das Bedürfnis, kreativ zu werden und fruchtbar zu werden und Wirkung zu haben im Leben. Also das nennen wir auch Path to Mastery, also der Pfad zur Meisterschaft. Stellt man auch in der Gamification fest. Es gibt diese Sehnsucht. Wenn wir also jetzt eine Redaktion so fördern, dass der Einzelne wie in der Gruppe gemeinsam wieder kreativer wird, wieder Ideen entwickeln können und das wird auch noch belohnt und belobigt, dann ist kein Halt mehr. Das ist so was Schönes. Es ist unendlich schön, wenn man sieht, wie talentiert Leute sind. Ja? Ich habe das jetzt gerade vor kurzem bei einem Team erlebt, die sagten, wir sind überhaupt nicht kreativ. Dann haben wir ganz tolle Filme angeschaut. Danach waren die so motiviert von diesen tollen Filmen, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt noch viel tollere Filme machen. Dann durften die sich eine Stunde zurückziehen, haben in Gruppenarbeit neue Projekte entwickelt. Und die haben nochmal getoppt, was sie selber gesehen hatten, was es bereits gibt. Das geht dann, wenn es gefördert wird, belobt und auch, ja, wie soll man sagen, auch umgesetzt wird. Es gibt nichts Schöneres.